bin Barbara Potterst, Professorin für lateinamerikanische Geschichte an der Universität zu Köln und Mitglied von MESILA. Die Veranstaltung Encrucilladas ist ein Treffen der Mitglieder von MESILA, also der PIs, aber auch der Fellows der vergangenen 2 Jahre. Denn wir haben uns ja 2 Jahre lang nicht treffen können und möchten nun, nachdem die Situation in der Pandemie ein wenig besser ist, dass die Fellows sich nicht nur über kleine Kacheln per Zoom oder per WebEx treffen, sondern tatsächlich in Person und auf diese Art und Weise in anderer Form miteinander diskutieren und sich austauschen können, als das über elektronische Medien möglich ist. Und wir möchten natürlich auch in dieser Konferenz sozusagen die Forschungsergebnisse der letzten 2 Jahre bündeln und diskutieren und uns untereinander darüber austauschen. Das Oberthema war natürlich immer Conviviality in Situationen von Ungleichheit und es gab sehr unterschiedliche Themen. Ein großes Thema war die Frage der Globalisierung und in welche Richtung sich dieses bewegt. Also gehen wir auf ein postglobales Zeitalter zu oder hat die Pandemie nur bewirkt, dass die Globalisierung in Zukunft anders verlaufen wird? Sie hat natürlich auch die Gefahren der Globalisierung noch mal sehr deutlich gemacht. Dann haben wir über die Frage von Wissen und dem Transfer von Wissen, aber auch der Archivierung von Wissen, was für mich als Historikerin natürlich sehr wichtig ist, gesprochen. Wir haben aber dann auch ganz konkrete Forschungsthemen, wie zum Beispiel Bedingungen von Ungleichheit verschiedener Formen. Gender war auch ein wichtiges Thema. Also die Konferenzen sind ohnehin wichtig. Wir planen eigentlich jedes Jahr eine große Konferenz zu machen, um die Ergebnisse der Forschungen des Jahres, in dem dann die Fellows bei MESILA gearbeitet haben, ein wenig zusammenzutragen und sie vielleicht auch mit Personen von außerhalb zu diskutieren. Diese Veranstaltung war besonders wichtig, weil wir eben aufgrund der Pandemie 2 Jahre keine Tagung machen konnten und nun tatsächlich endlich sozusagen die 2 Jahre, in denen wir so viel geforscht haben und unsere Fellows jetzt ein wenig bündeln wollten und aber auch natürlich wollten, dass wir uns persönlich kennenlernen. Denn besteht ja auch hier sozusagen die Hoffnung oder eigentlich jetzt nach der Tagung die Gewissheit, dass es doch etwas völlig anderes ist, im persönlichen Austausch miteinander zu sprechen und vielleicht auch Pläne für zukünftige Forschungen zu machen. Sowas kann man nicht online machen.